Ja, hallo liebe Fahrradfreunde. Heute ist ein prächtiger Tag. Die Sonne scheint und das soll den ganzen Tag so sein. Es sind über 20 Grad, also ein super Fahrradwetter. Und die Tour, die ich heute geplant habe, das wird runtergehen an die Weser, von der Weser hoch zur Werra und dann wieder zurück nach Göttingen. Normalerweise starte ich meine Videos immer am Gänseliesel in Göttingen, weil Göttingen mein Startpunkt ist. Und das mache ich diesmal aber nicht, weil da ist Maskenpflicht. Wir haben Corona-Zeiten und ich habe mich hier in den Rosengarten von Göttingen gesetzt. Das ist auch ein schöner Platz, um euch die Tour ein bisschen vorzustellen. Ja, die Tour, die ich heute vorhabe, das werden so circa 90 Kilometer. Das geht erstmal hoch nach Dransfeld. Da fahre ich die alte Bahnstrecke. Die ist wirklich fantastisch ausgebaut. Ich liebe die. Die ist wunderschön. Es geht zwar immer bergauf, aber die Steigung ist mäßig. Von daher und bei dem Wetter ist das einfach herrlich. Ja, in Dransfeld selber werde ich nicht, wie ich das schon mal in der Tour gemacht habe. Ich habe eine Fahrradtour, ein Video von der Fahrradtour gemacht, die über Witzenhausen. Runter nach Hanmünden von Dransfeld aus, dann rüber nach Witzenhausen und zurück nach Göttingen. Am Ende von dem Video, da seht ihr eine Playlist und da könnt ihr euch das Video auch anschauen. Aber diesmal möchte ich die Tour etwas abwandeln. Es geht erstmal dann in Dransfeld rüber ins Niemetal. Das soll wunderschön sein. Ich bin das noch nicht gefahren, bin mal gespannt, wie das ist, aber das soll eine schöne Waldstrecke sein. Und dann komme ich unten raus beim Kloster Bursfelde. Das ist direkt an der Weser, am Weser-Radweg. Ja, an der Weser fahre ich dann hoch Richtung Hanmünden. Da fließen die Fulda und die Werra zusammen und ab dann ist es erst die Weser. Da werde ich wahrscheinlich eine kleine Pause einlegen. Ist ein schöner Ort, da gibt es auch schöne Picknickstellen. Da kann ich mir erstmal die Kalorien wieder aufbauen. Und von Hanmünden geht es dann weiter. Dann fahre ich bis nach Gertenbach. Gertenbach liegt so auf der Strecke nach Witzenhausen am Werra-Radweg, also es geht die Werra lang und von da aus fahre ich dann hoch zum Schloss Berlepsch. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, wie man aus Göttingen dahin fahren kann. Das ist auch in der Playlist am Ende dieses Videos, aber da wird es einen ordentlichen Anstieg geben, weil runter unten von der Werra bis dann rauf, ich habe die Steigung vorhin mal auf Maps mir angeguckt, da ist schon ordentlich was dabei. Ja, ich habe so ein Trekkingrad dabei, ich habe Zeit, ich habe den ganzen Tag Zeit für die Tour, den will ich auch genießen und mir kommt es nicht darauf an, so schnell wie möglich anzukommen, sondern mir kommt es darauf an, viel zu sehen und euch vorzustellen, was es alles so für Sehenswürdigkeiten auf der Strecke gibt und euch die Strecken schmackhaft zu machen. Der eine, der kämpft sich auch über 80 Kilometer oder 90 Kilometer auf so einer Tour durch. Man kann das natürlich auch in Teilstrecken machen, man kann das mit dem E-Bike machen, dann ist es natürlich wesentlich weniger anstrengend, aber man kann natürlich auch sich einzelne Elemente von diesen Touren rauspicken und dorthin fahren. Na gut, ich bin soweit fertig. Es ist jetzt so 11:15, vielleicht ist jetzt auch schon kurz vor 11:30. Ich müsste mal langsam los, aber das Schöne ist, heute Abend um 19 Uhr, das ist jetzt so kurz vor Ostern ganz ungewöhnlich, deswegen nutze ich auch den Tag. Heute Abend um 19 Uhr sollen es noch 20 Grad sein. Also lasse ich mich dann mal nicht stressen. Okay, dann kommt mit auf diese schöne Tour. Ja, liebe Radfreunde, ich bin auf der Bahnstrecke hoch Richtung, also auf der alten Bahnstrecke, die als Radweg ausgebaut ist, hoch Richtung Dransfeld. Und die macht so einen Bogen hinter Göttingen und dann gibt es ein paar Aussichtspunkte, so wie hier, da kann man noch mal einen Blick auf Göttingen werfen. Ist zwar heute ein bisschen diesig, aber ich denke, man wird das auf der Aufnahme gut sehen können. Ich sehe links das neue Rathaus, da hinten hoch die Zietenterrassen. Oben irgendwo im Dies, das kann ich aber nicht erkennen, ist der Bismarckturm.
Auf jeden Fall ein schöner Platz für eine kleine Pause, weil das bisschen bergauf bringt einen doch schon ins Schwitzen. Okay, ich fahre dann mal weiter. Oh, liebe Radfreunde, das hier ist der dürfste Streckenabschnitt nach der Bahnstrecke. Hier geht es jetzt erstmal eklig bergauf. Das ist natürlich nicht wie hoch auf dem Brocken fahren, aber auf dieser Strecke ist das eine anstrengende Stelle. So, ich halte die Klappe, weil ich komme schon außer Atem. So, und jetzt habe ich den Anstieg auch fast schon geschafft. Das ist hier der letzte eklige Anstieg vor Dransfeld. Ab da oben gibt es nur noch kleine Steigungen, das geht über ein paar Kuppen rüber und dann geht es schön runter nach Dransfeld rein. Okay, und wieder die Luft sparen für dieses Treten. Ja, hallo liebe Radfreunde. Ich bin unten an der Weser angekommen, hier fließt sie lang. Ich bin das Niemetal runtergefahren, eine unheimlich schöne Strecke von Dransfeld runter, ein Spiel von Licht und Schatten. Die Bäume tragen jetzt noch kein Laub, es ist ja kurz vor Ostern. Ja, mein Rad hat das prima mitgemacht, das war eine tolle Strecke. Ich habe so ein Trekkingrad, mit dem ich immer unterwegs bin, habe meinen Rucksack hinten drin, der steht aber gerade vor mir, weil ich gleich was trinken werde. Ja, angekommen bin ich beim Kloster Borsfelde, das ist hier hinter mir. Das ist ein schönes altes Gebäude, jetzt durch Corona ist das alles ein bisschen ruhig und leer hier. Da vorne, da ist so ein Restaurant, da treffen sich hier am Wochenende, ist es da immer rappelvoll, da kriegt man gar keinen Platz. Das muss irgendwie gute Küche haben, die Leute gehen da gerne hin. Und die Weser ist jetzt auch im Augenblick ziemlich leer. Das mag jetzt dran liegen, dass es kurz vor Ostern ist. Leer heißt nicht, dass ich da Fische sehen will, sondern sonst sind Bötchen unterwegs, Schlauchboote, Kanus. Also da ist schon eigentlich immer ganz viel Leben auf dem Fluss. Vor allen Dingen, ja gut, wenn es Sommer ist. Aber heute ist wie so ein Sommertag, wie gesagt, die Sonne scheint, es ist herrlich. Okay, für mich geht es gleich wieder hier in diese Richtung. Ich fahre auf der linken Seite gleich hinter dem Kloster Borsfelde rum und dann den Weserradweg hoch nach Hanmünden und da werde ich bestimmt eine Picknickpause einlegen, nämlich an der Stelle, wo die Werra und die Fulda zusammenfließen und dadurch eigentlich die Weser entsteht. Also, bis gleich.
Ja, hallo liebe Fahrradfreunde. Ich bin in Hanmünden angekommen. Das ist ein schöner Ort, viel Fachwerk, ein altes Schloss ist hier und ist ein gut besuchter Ort. Viele Touristen kommen hier und schauen sich das an. Ein anderer Grund, warum alle hierher kommen oder viele hierher kommen, ist, hier fließen die Werra und die Fulda zusammen zur Weser. Da unten ist der Weserstein, da war ich gerade. Und das ist ein Treffpunkt und die Fahrradwege entlang der Flüsse. Das sind super ausgebaute Fahrradwege. Der Weser-Fahrradweg wurde gerade zum beliebtesten Fahrradweg Deutschlands gewählt. Und das Ganze ist nicht ohne Grund. So, ich habe eben auf Tacho geguckt, sind jetzt 55 Kilometer, die ich von Göttingen bis hierher gefahren bin. Jetzt will ich mir eine kleine Pause gönnen. Ich habe mir eben noch einen kleinen Döner geholt. Den werde ich mir jetzt erstmal zu Gemüte führen und wieder Kraft tanken, weil gleich geht es weiter Richtung Gertetal. Ich fahre ja die Fulda lang, den Fulda-Radweg und dann, den Werra-Radweg, ich bringe das immer durcheinander. Den Werra-Radweg fahre ich hoch nach Gertetal und von da aus geht es dann rauf zu Schloss Berlepsch, was ein ordentlicher Anstieg wird, wo ich den Döner dann auch wieder, abbauen, verbrauchen, was auch immer werde. Okidoki, dann mache ich jetzt erstmal meine Pause. Bis später. Ja, hier sind wir an der Stelle angekommen, wo die A7 und die ICE-Strecke von Göttingen nach Kassel über die Werra führen. Das sind zwei beeindruckende Brücken. Aber irgendwie hat diese Stelle was. Ich bleibe hier immer stehen. Ich bin gerne hier. Die meinen doch nicht ernsthaft, dass man da jetzt schon lang darf, ne? Ich glaube, habe ich hinter dreimal so dicke Reifen wie ihr. Tschüss. Jo, liebe Radfreunde, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo es hoch zu Schloss Berlepsch geht. Ich habe mal eben geschaut, 5 Kilometer, 200 Höhenmeter. Da ich nicht so häufig Höhenmeter bewusst mache, weiß ich gar nicht, ob 200 Höhenmeter auf 5 Kilometer so richtig schlimm sind. Aber ich werde es euch gleich sagen können. Los, auf geht's. Berlepsch ist richtig hier? Nach Berlepsch? Ja, Schloss Berlepsch komme ich dann, wenn ich irgendwo links fahre? Müssen Sie aber steilen Berg hoch. Steinberg muss ich hoch. Da, wo die Silos stehen. Okay. Einigermaßen befestigt. Da können Sie dann hoch in den Wald fahren, dann kommen Sie durch das Berlepsch. Alles klar, besten Dank. Gerne. Ihr habt es gehört, Freunde. Zu den Silos und dann steil rauf. Schauen wir mal. Moin. Richtung Berlepsch hier links? Ja. Und dann hoch, ne? Genau, Ja. und dann rechts. Und Oh. einfach immer geradeaus. Alles klar, danke. Das ist ganz schön anstrengend, hier hochzufahren. Ich habe jetzt 74 Kilometer auf dem Tacho heute. Das heißt, ich habe eine Ausrede, warum ich so schlapp mache. Ausrede 2, ich bin ja schon 57. Da ist das ja schon ein Wunder, wenn man sowas überhaupt noch kann.
Naja, mir macht das aber Spaß. Ich bin ja stolz, wenn ich oben bin. Bis Stolz sind es noch ungefähr 2 Kilometer und ich versuche wacker durchzuhalten. Also, bis gleich. Ich glaube, ich habe eine Fata Morgana. Ich sehe eine. Da vorne steht eine Bank. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss ganz dringend meine Bankgeschäfte erledigen und rüber zur Bank. Da schaut euch das schöne Stück an. Das sind, glaube ich, noch 2 Kilometer. Ich gucke gleich mal nach. Aber ich muss mal eben meine Mails checken. Das ist viel wichtiger. So, zu meinem Glück waren es jetzt ein paar Meter hier, wo es mal nicht bergauf ging. Vielleicht bleibt es ja noch so, aber so ist das mit den Hoffnungen, die sterben immer zuletzt. So, und hier ist wieder eine ganz hässliche Stelle. Ein niedrigster Gang. Der Reifen vorne hebt sich. Ja, ich weiß, weil ich hinten zu schwer bin. Oh, meine Fresse. Aber da vorne sieht schon wieder besser aus. Und weiter geht's. Wenn es eben laut Navi noch 8 Minuten waren, dann sind es ja jetzt nur noch 3. Ja, hallo liebe Radfreunde, ich habe es geschafft, ich bin geschafft, aber auch auf dem Höhepunkt meiner Radrundreise von heute. Und zwar, ich bin bei Schloss Berlepsch angekommen. Das ist hier hinter mir, wie ihr seht. Ja, das ist ein richtiges Märchenschloss, das ist ein wunderschönes Objekt. Nur wegen Corona kann man da jetzt auch nicht rein. Ich bin auch schon ein bisschen spät dran, wir haben es jetzt so um die 17 Uhr. Ja, auf dem Tacho sind über 70 Kilometer, aber bis Göttingen ist es auch noch eine ganze Ecke. Und ich habe jetzt gar nicht genau geguckt, aber ich tippe mal, über 90 Kilometer werde ich am Ende drauf haben. Ich habe mich mit meinem Frauchen verabredet. Die kommt mir entgegen, die bringt mir noch was zu trinken. Also haue ich mir jetzt gleich noch meine restliche Apfelsaftschale rein. Und naja, mache mich auf den Weg. Es soll noch länger sonnig und warm bleiben, obwohl schon so spät ist. Also genieße ich auch noch das restlichen Stück von dieser Fahrt. Fussel reden. Ja, man ist ein bisschen K.O. Okidoki. Also, bis später. So, gleich da vorne, da kommt jetzt so ein Trecker entgegen. Oder ihr seht hier den Funkmast. Danach kommt meine schönste Bergabstrecke von Göttingen. Asphaltiert, gerade, keine Schlaglöcher. Da kann man ja, viel zu schnell fahren und Spaß dabei haben.
Jo, hallo liebe Radfreunde. Ich bin zurückgekommen in Göttingen. Ich bin jetzt hier im Cheltenham Park. Ich habe mal auf die Uhr geguckt. Das ist jetzt 10 vor 7. Kilometermäßig bin ich knapp über 95 Kilometer gefahren. Laut Google Maps sollten das eigentlich 85 werden, aber da mache ich Google Maps keinen Vorwurf. Hier und da dreht man mal rum oder eine kleine Extra-Runde oder muss noch mal was nachschauen, aber Google Maps ist schon eine super Hilfe, um sich da zurechtzufinden. Ja, von der Tour her, ich kann die nur jedem empfehlen, von Dransfeld runter nach Bursfelde zu fahren, da durch den Wald. Das war eine echt wunderschöne Strecke. Das ist zwar eine Straße, aber da ist nicht viel Verkehr und durch den Wald da zu fahren ist wirklich herrlich. Gut, unten die Weser lang ist sowieso eine Traumstrecke und Hanmünden kann man sich einiges angucken. Ich habe euch auch ein bisschen was jetzt im Video gezeigt. Dann weiter bis nach die Werra lang. Und in Gertenbach bin ich ja dann hoch nach Burg Berlepsch. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, aber wie ich doch schon erwähnt hatte, ich bin ganz gut im Training. Deswegen vielleicht war das da auch der Vorteil, sonst hätte ich dann vielleicht doch geschoben am Ende, aber so habe ich es dann ohne Schieben geschafft. Aber die Burg ist ein Traum, das ist immer schön da oben zu sein und sich die Burg anzugucken. Auf der anderen Seite dann runter hinter Möllenfelde nach Deiderode. Das ist, man muss zwar erstmal so ein klein bisschen bergauf fahren und danach zischt das dann runter mit 30, 40 Stundenkilometer, dass es richtig Freude macht. Ja, in kleinen Schneen kommt man dann raus. Jetzt bin ich dann wieder zurück, die alte Leine, also ist der Leineradweg, den man dann fährt, bis nach Göttingen rein. Nee, es war ein runder Tag, es war eine tolle Tour und wenn ihr noch andere Touren von mir sehen wollt, hier am Ende werden jetzt nochmal, zeige ich euch Fotos, da wird aber auch eingeblendet, nochmal eine Playlist von meinen Radtouren, hier alles rund um Göttingen und wer da Spaß dran hat an solchen Touren, kann sich die gerne anschauen. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns auf einer anderen Radtour nochmal wieder. Okay, bis dann. Tschüss.